Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Heute male ich ein Feld mit roten Mohnblumen und es wird im Film auch ein wenig darum gehen, dass man nicht immer mit jedem Bild zufrieden ist. Mit dem heutigen Motiv habe ich mich ganz schön schwer getan. Seit Jahren schon male ich gerne im Juni die rote Mohnblüte. Für diesen YouTube-Film hatte ich folgendes Bild im Kopf. Ein Mohnfeld, ein bisschen perspektivisch angedeutet, mit einem roten Blütenteppich in der Ferne und einigen ausgearbeiteten Mohnblüten im Vordergrund. Normalerweise beginne ich mit einer Tonwertskizze. Hier aber haben wir nicht so viele Tonwerte im Motiv. Es geht vielmehr um den heftigen Komplementärkontrast von Rot und Grün. Meine erste Version hier war mir letztendlich etwas zu plakativ. Die zweite Version fängt das lockere Wiegen der Mohnblüten im Wind schon etwas besser ein, aber hier hat mir die Farbigkeit überhaupt nicht gefallen. Die dritte Version zu fest und die vierte Version für mich einfach zu viel Rot im Bild. Wenn man ein Motiv so häufig probiert, ist natürlich die Gefahr groß, dass man letztendlich sehr fest wird. Ihr kennt vielleicht den Spruch, die ersten 10 Bilder sind für den Papierkorb. Und ich muss sagen, manchmal stimmt das leider. Manchmal endet dieser Prozess für mich auch darin, dass ich das Motiv als solches komplett verwerfen muss. Heute zeige ich euch im Film aber einmal die 5. Umsetzung meiner Bildidee und wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Kobaltblau von Winsor Newton, Lasurorange von Schminke, Viridiangrün, Alizarin-Karmesin und Cadmiumrot von Winsor Newton, Cadmiumgelb von Schminke, Purell Red von Daniel Smith, Neutraltinte von Winsor Newton, Jaune Brillant von Schminke und Perilane Green von Schminke. Ich arbeite auf Arche-Büttenpapier 300 Gramm Graphit mit folgenden Pinseln: Da Vinci Rotmarderhaarpinsel in Größe 12 und Größe 7 und zum Rauswaschen den synthetischen Flachpinsel von Da Vinci in Nummer 8. Hier liegt nun meine Skizze, die ich nach mehreren verworfenen Versionen jetzt probieren möchte. Skizze und Foto zum Motiv sende ich wieder allen UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt per Mail zu. Ihr werdet heute hier im Film ja sehen, wie ich diesmal mit meinem Motiv ganz schön zu kämpfen habe. Vielleicht gelingt euch ja eine überzeugendere Umsetzung. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Ergebnisse in den sozialen Medien oder auch auf Discord postet. Auf Instagram und auf Facebook findet ihr mich als die Aquarellwerkstatt. Den Himmel habe ich jetzt auf trockenem Papier mit Kobaltblau und später auch etwas Cadmiumrot in einer sehr leichten Mischung angelegt. Im oberen Bereich arbeite ich mit Neutraltinte und Kobaltblau noch ein wenig nach. Ich möchte im Himmel eher einen gebrochenen Farbton erhalten, damit die Blüten später umso mehr leuchten können. Direkt in die feuchte Fläche kommen jetzt die entfernten Bäume und Büsche mit einer Mischung aus Viridiangrün mit etwas Kobaltblau und Neutraltinte. Hier vermeide ich die Farbe Grün. Eher möchte ich ein dunkles Grün-Grau hier im Hintergrund erhalten. Da der Himmel ja noch recht nass ist, darf nun im Pinsel kaum Feuchtigkeit sein. So kann ich die dunkelgrau-grüne Farbe gut in die Himmelsfläche einsetzen. Mit einer noch stärkeren Mischung, wieder aus Viridiangrün, diesmal mit etwas Neutraltinte und Alizarin intensiviert, bekommen die Bäume noch ein paar dunkle Akzente. Weil ich nun im Mohnfeld gleich ganz weiche Verläufe haben möchte, sprühe ich den unteren Teil des Blattes mit der Sprühflasche jetzt ein wenig an. Dies gibt mir eine unregelmäßige Feuchtigkeit, die dementsprechend auch gelegentlich weiche Ränder erzeugen wird. Mit einer leichten Mischung aus Viridiangrün und ein wenig Blau male ich das Feld im weit entfernten hinteren Bereich. Einige Striche Rot schließen sich an und im weiteren Verlauf tupfe ich verschiedene Rottöne für die Mohnblüten im Mittelgrund auf das Blatt. Ich verwende hier Cadmiumrot von Winsor Newton, Alizarin-Karmesin und auch ein wenig Purell Red von Daniel Smith. Und aber ganz normal Daniel Daniel Smith.
Smith. Ja, ja! Ich hoffe, das kann ich rausholen, das war perfekt. Ich verwende hier Cadmiumrot von Winsor Newton, Alizarin Karmesin und auch ein wenig Purell Red von Daniel Smith. Drei Mohnblüten ragen im Vordergrund in das Motiv hinein. Hier gebe ich auch etwas Lasurorange mit in die Mischung. Nun kommt das wärmere Grün ins Spiel. Hier versuche ich jetzt kleine Punkte im Mittelgrund und größere Flächen im Vordergrund mit variierenden Grüntönen auszufüllen. Ich mische hier das Grün immer mit Cadmiumgelb und Kobaltblau in verschiedenen Variationen. Ab und an, wenn ich es etwas dunkler haben möchte, kommt auch ein wenig Perylane Green oder wieder Viridiangrün hinzu. In diesem Stadium freue ich mich über weiche Verläufe zwischen Rot und Grün. Im zweiten Farbauftrag werde ich dann versuchen, die Blüten wieder neu herauszuarbeiten. Die Fläche ist jetzt noch relativ nass und ich kann einige dunkle grüne Akzente einarbeiten. Hier ist jetzt wieder kaum noch Wasser im Pinsel, sodass ich keine Blumenkohlrückläufer bekomme. Ich male vorsichtig um die Hauptblüten herum und arbeite auch im Mittelgrund einige kleinere rote Blüten mit meinem Grün heraus. Dunkle Stiele und ein paar Knospen kann ich jetzt auch schon vorbereitend andeuten. In der Trocknungspause des Bildes kommt jetzt noch einmal eine kleine Erinnerung für den nächsten YouTube Live-Abend. Für alle Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt veranstalten wir ja regelmäßig auf YouTube die Live-Abende. Am nächsten Dienstag, den 7. Juni, ist es um 19 Uhr wieder soweit und wir malen gemeinsam dieses Kätzchen. Für alle, die am Dienstag noch mitmachen möchten, aber noch keine Unterstützer der Aquarellwerkstatt sind, schaut mal unter dem Video. In dem Link Steady Deine Unterstützung gibt es alle Infos zum Unterstützerbereich. Nun ist das Blatt einmal komplett durchgetrocknet. Ich werde jetzt den Großteil der Fläche noch einmal überarbeiten. Es geht los mit einer leichten Grünmischung für die entfernte Wiese und dann auf angefeuchtetem Papier mit einer kräftigeren grün-grau Farbe für die entfernten Bäume. Mit Cadmiumrot und Alizarin Karmesin und auch etwas Lasurorange male ich die Mohnblüten im Mittelgrund.
Ein paar grüne Tupfer setze ich jeweils zwischen die roten Blüten und ab und an bleibt auch der erste Farbauftrag stehen. Mit einer relativ wässrigen Mischung, wieder aus Cadmiumgelb und Kobaltblau, male ich jetzt mit etwas größeren Pinselstrichen die grüne Wiese im Vordergrund. Ich versuche hier locker und wässrig zu arbeiten und kann auch gelegentlich Negativformen für Knospen oder Stiele stehen lassen. Bei dieser Blüte male ich die linke Seite schon mit kräftigem Rot, denn ich möchte, dass die rote Farbe teilweise in das Grün hineinläuft. Ein paar Spritzer sorgen hier noch für lockere Formen im Mittelgrund. Falls sie im Himmel landen sollten, kein Problem. Wenn das Küchentuch gleich parat ist, kann man diese Spritzer wieder gut abtupfen. Auf der rechten Bildseite geht es nun genauso weiter mit kleineren Pinselbewegungen im Mittelgrund und etwas größeren Flächen im Vordergrund. Die grüne Mischung variiert dabei ständig und ab und an bleiben einige helle Formen aus dem ersten Farbauftrag stehen. Auch hier gebe ich in die noch feuchte Fläche dunkle Akzente hinein. Mit dem Flachpinsel arbeite ich jetzt einige helle Stellen aus dem Farbauftrag wieder heraus. Zum Beispiel hier auf den Blüten, und auch einige Gräser kann man jetzt ganz wunderbar hier wieder herauswaschen. Auch ein paar dunkle Striche für Stiele und Gräser setze ich mit relativ trockenem Pinsel. Obwohl mir die Mohnblüten im Vordergrund eigentlich schon ganz gut gefallen, leuchten sie mir noch nicht genug.
Also setze ich hier noch eine kräftige Lasur aus Cadmiumrot und Alizarin Karmesin und später auch ein wenig Lasurorange in die Blüten. Im unteren Bereich der Blüten kommt ein Klecks Neutraltinte in das feuchte Rot. So, jetzt gefällt es mir besser. Mit einigen Bereichen des Bildes bin ich nach wie vor nicht besonders glücklich. In diesen leeren grünen Fleck hier zum Beispiel füge ich jetzt noch eine helle Form ein, um die Fläche ein wenig zu beleben. Ein wenig dunkelgrün noch für die Blütenknospen und einige Highlights, diesmal nicht mit Titanweiß, sondern mit Jaune Brillant direkt aus der Tube. Dies bringt jetzt noch ein wenig Glanz ins Bild. So, ich hoffe, unser kleiner Film hat euch wieder gefallen, obwohl ich diesmal ja etwas mit der Materie zu kämpfen hatte. Vielleicht habt ihr ja Lust, das Mondfeld in eurer eigenen Version umzusetzen. Ich freue mich über Posts eurer Bilder auf Instagram oder Facebook. Also viel Spaß beim Malen und tschüss, bis zum nächsten Mal.